Grüß euch, ihr lieben Kreativen, und herzlich willkommen in meinem YouTube-Kanal. Heute geht es mit Block 2 weiter. Block 1 haben wir das letzte Mal erfolgreich fertiggestellt. Wer ihn verpasst hat, klickt einfach auf den Link. Unser heutiger Block wird so aussehen. Er sieht komplizierter aus, als er ist. Ein bisschen Mathe ist mit dabei, aber das ist nicht schlimm. Ich bringe euch Schritt für Schritt durch. Dieser Block sieht am besten aus, wenn man ihn in einer Farbfamilie belässt. Ich habe hier also blau gewählt. Und schon geht es auch schon mit dem Schritt-für-Schritt-Tutorial weiter. Wir fangen wie im ersten Tutorial mit einem 9-Patch an. Sucht euch dazu eine Farbfamilie aus, ich in diesem Fall blau, und sucht euch 3 verschiedene Tontiefen. Dunkel, mittel, hell, und lasst es mit einer kontrastierenden Farbe, ich in diesem Fall weiß, hervorheben. Dieser Block wird genau wie im ersten Tutorial zusammengenäht, aber danach vertikal und horizontal auseinandergeschnitten. Die beiden helleren Diagonalen werden nach innen gedreht und das Ganze noch einmal vernäht, sodass sich schlussendlich dieser Block bildet. Wir können nun also nicht davon ausgehen, dass die zu schneidenden Stoffstücke wie in Tutorial 1 4,5 Inch betragen, denn das Quadrat ist ja noch einmal zu vernähen und ist in sich auch vernäht. Das heißt, ein Quadratstück ist nicht 6 Inch groß, sondern es kommt noch ein ganzes Inch an Nahtzugabe dazu. Das bedeutet, ein Quadratstück muss 7 Inch groß sein, was folglich eine Blockgröße von 14 ist. Diese 14 Inch werden auf 3 Stoffstücke aufgerechnet. Das bedeutet, 14 durch 3 ist 4,66. 0,66 wird mir jetzt aber auf meinem Lineal nicht angezeigt. Ich habe dort nur Viertel, Achtel, Halb. Für solche Fälle habe ich mir eine Liste angelegt, indem ich das ganze Inch auf Viertel, Achtel, Sechzehntel runtergebrochen und in Dezimalstellen umgewandelt habe. Wenn wir nun also hinter die Kommastelle schauen, also 0,66, finden wir sie bei 625 oder 687. In diesem Falle wäre ein 625 geschnittenes Stoffstück, also ein 5/8 Inch geschnittenes Stoffstück, einen Ticken kleiner. Dann müsstet ihr die Nahtzugabe ein wenig verringern. 687 wäre das ideale Maß, wäre 11 Sechzehntel. Das bedeutet, 1, 2 ist ein Achtel, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Man müsste das Stoffstück also in der Hälfte eines Achtels schneiden. Wem das beim Messen und Schneiden zu diffizil ist, rundet einfach auf das Dreiviertel auf. In meinem Fall werdet ihr sehen, dass ich meine Stoffstücke auf 5/8 schneide. Lasst euch dadurch nicht irritieren und folgt immer euren Angaben, die ihr beim Schneiden verwendet habt. Das sind also meine Stoffe. Für das mittlere Blockstück habe ich mir ein Stück Stoff grob vorgeschnitten und an 2 Seiten im 90-Grad-Winkel begradigt. Dadurch kann ich es auf der Matte an eine Inchlinie anlegen und so mit dem Lineal das exakte Maß bestimmen und schneiden. Für die anderen Stoffstücke schneiden wir uns zunächst Streifen in der richtigen Maßbreite und danach die Blöcke daraus. Beim Auslegen des 9-Patch-Musters darauf achten, dass gleiche Farben sich diagonal in den Ecken gegenüberliegen. Wir arbeiten wieder systematisch von oben nach unten, immer 2 Stoffstücke der einen Reihe, dann die nächste Reihe und die untere Reihe. Nähen das hintereinander weg in der Chain Piecing Methode. Die Reihen nicht durcheinander bringen, aufklappen und die anderen Stoffstücke anbringen.
Beim Bügeln wieder darauf achten, dass der helle Stoff zur dunklen Seite hin zeigt. Das bedeutet, wir legen uns den dunklen Stoff nach oben, setzen die Naht fest, klappen auf und bügeln zum dunklen hin. Das ergibt wieder eine gegenläufige Nahtkante, die sich nicht verschiebt und die uns das Feststecken erleichtert. Beim Zusammennähen wieder darauf achten, in welche Richtung die oben liegende und unten liegende Nahtzugabe zeigt, um ein ungewolltes Umklappen zu vermeiden. Und dasselbe machen wir natürlich auch mit der unteren Reihe. Der Block hat jetzt eine Größe von 12 3/4, wenn eure Stoffstücke auf 4 3/4 geschnitten wurden. Den mittleren Block ausmessen, meiner ist jetzt 4 1/8, und die Naht an der Seite als Markierungslinie verwenden. Das heißt, ich lege mein Lineal an diese Naht an mit dem Maß 2 1/16, damit ich mittig durch den Block schneiden kann. Ihr lasst dann die Stoffstücke liegen und legt das Lineal nur an die andere Naht an. Ich habe es hier bewegt, das Stoffstück, damit es im Kamerablickwinkel für euch besser zu sehen ist. Und dann einfach mit demselben Maß an der Nahtlinie anlegen und mittig durchschneiden. Dann drehen wir die Quadrate mit den hellen Stücken zur Mitte hin und nähen die Blockteile aneinander und dann die Reihen wieder zusammen. Die Stoffstücke wieder so bügeln, dass das dunkle Mittelteil oben liegt, umklappen, aufbügeln und das bei beiden Stücken. So ergibt es sich, dass die Nahtkanten dann wieder gegenläufig sind und sich die beiden Stücke wunderbar aneinander passen und nicht verschieben. Die Mittelnaht kann jetzt natürlich nur zu einer Seite hin aufgebügelt werden und dann sollte euer fertiges Stoffstück auch 12,5 Inch betragen. Heute zeige ich euch ein bisschen von meiner Brainstorm-Technik, wenn es darum geht, das passende Quiltmuster für einen Patchwork-Block zu finden. Ihr könnt dazu das Blockmuster auf Papier malen oder original abfotografieren, es ausdrucken und in eine Klarsichtfolie stecken. Dann mit einem wasserlöslichen Folienstift die Nahtmuster einzeichnen, wie ihr sie euch gut darauf vorstellen könnt, und wenn es nichts war, einfach mit dem feuchten Tuch wegwischen. Mein Hilfsmittel ist eine Plexiglasscheibe, die ich auf den Stoffblock lege. In den äußeren türkisen Blöcken fällt mir das Sternenmuster auf, das sich diagonal nach außen setzt. Diese Dynamik möchte ich gerne hervorheben, indem ich im Zwischenraum der Sterne quilte. Dabei werde ich nicht wie beim Zeichnen mit dem Stift die Nadel immer wieder absetzen, den Faden abschneiden und neu anfangen, sondern bediene mich des Tricks, ein Bild in nur einem Zug zu malen, wie beim Haus vom Nikolaus. Also werde ich einen durchgehenden Nähpfad durch die Sterne finden, der diagonal von einer Ecke zur anderen führt und außen knappkantig oder innen in der Naht Stitch in the Ditch nähen. Um das dunkle Quadrat ein bisschen aufzubrechen, werde ich ein auf dem Kopf stehendes Quadrat hineinquilten
und lasse das in dem weißen Streifen fortlaufen, so dass sich ein Rahmen herumbildet. Die regelmäßigen Abstände dieser Quadrate messe ich mir dann auf dem Stoff genau aus und markiere sie mit einem Trickmarker oder einer Kreide, damit ich dem Linienverlauf bzw. dem Punkt-zu-Punkt-Muster gemütlich folgen kann. Um den Block nicht mit zu viel Quiltstichen zu überladen, entscheide ich mich bei den hellen Quadraten für einen großen Stern. Da dieser auch in einem Zug gezeichnet bzw. genäht werden kann, beginne ich von der Mitte aus, weil ich ja zu diesem Punkt zurückkehren und von dort aus den spiegelverkehrten Stern starten kann. Wir schneiden uns wieder ein Fließstück aus, das fingerbreit größer ist als das Top. Und einen Unterseitenstoff, der fingerbreit größer ist als das Vlies. Wir zeichnen uns jetzt also die Punkte oder Linien auf den Stoff, die wir quilten möchten. Beim kleinen dunklen Quadrat in der Mitte suchen wir uns die Seitenmitte. Dort sind dann die Eckpunkte des auf dem Kopf gequilteten Quadrates und setzen diese Abstände auf dem weißen Streifen fort. Beachtet dabei, dass ihr das Maß des inneren blauen Quadrates auf das äußere blaue Quadrat übertragt, denn dort ist ja noch der Quarter Inch an Nahtzugabe dabei. Das heißt, das übertragene Maß sieht dann ein bisschen nach innen verrutscht aus, aber das ergibt euch dann wirklich die exakten Eckpunktkanten eurer Quiltlinien. Die Markierungen könnten dann in etwa so aussehen und beim Nähen folgen wir dann den Markierungen oder den Punkten, je nachdem was ihr gezeichnet habt, wieder in dieser "Das ist das Haus vom Nikolaus" Folge von einem Punkt durchgängig zum anderen Ende und wieder zurück. Das Ganze vor dem Nähen natürlich mit Quiltnadeln feststecken. Wir beginnen das Quilten wieder von der Mitte aus und achten dabei, dass alle 3 Lagen glatt sind und keine Falten werfen. So, jetzt sehe ich hier die Linie, die geht zwar bis hier, aber ich will ja dann die andere Linie auch noch verfolgen. Also schaue ich, dass ich in einer Linie mit dem hier bin. Egal, ob ich jetzt hier genau an die Mitte komme oder nicht. Jetzt drehe ich mir das Stück wieder und schaue, dass ich in einer Linie mit dem Füßchen bin, bis wohin ich will. Das heißt, wenn ich es ein bisschen drehen muss, dann ist es so, aber hauptsächlich die Linie ist gerade. Den 5-Stern von der Mitte aus beginnen, da wir zu diesem Punkt zurückkehren und von dort aus den spiegelverkehrten auf dem anderen Block nähen. Hier nähe ich mir erst einmal sicherheitshalber von der Mitte aus Stitch in the Ditch, bevor ich dann mit den Serpentinen zwischen den Sternen anfange.
Und schon sind wir auch schon mit dem zweiten Block fertig. Wie ihr sehen könnt, habe ich die Unterseiten noch nicht zurechtgeschnitten, sondern ich lasse sie lang. Das brauchen wir, um am Schluss erstmal alle Blöcke auszulegen und dann zu bestimmen, auf welches Maß wir sie zurechtschneiden. Für den nächsten Block verrate ich euch schon einmal, dass es weniger Matte geben wird. Es gibt eine Standardberechnung, die wir anwenden, und wir brauchen 3 Farben. Ich werde ein Weiß und ein Rot und ein Orange oder ein Rot und ein Pink oder ein Rot und ein... Bis dahin, Servus!